Sowas zu hören, das gibt einem im ersten Moment eigentlich das Gefühl, ja, wofür lebe ich jetzt eigentlich noch? Die Diagnose war für mich Fluch, aber vor allen Dingen Segen, weil ich angefangen habe, auf die wichtigen Dinge des Lebens zu schauen. Ich heiße Sumaya Gadalla, ich bin 22 Jahre alt. Ich arbeite im Einzelhandel und versuche mich gerade selbstständig zu machen und mir mit Tanz und Poesie mein zweites Standbein aufzubauen. Ich habe die Diagnose Multiple Sklerose bekommen, was natürlich ein Schock war, was auch eine unheilbare Krankheit ist. Am Anfang hat keiner gewusst, was es ist. Weil Multiple Sklerose ist eine Krankheit, die nennt man auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, weil all die Symptome auch 1000 andere Krankheiten bedeuten könnten. Meine ersten Symptome kamen Anfang April 2019. Da hatte ich nämlich eine Grippe und dachte, ich hätte diese nicht richtig überwunden, worauf ich eigentlich nur so leichte Kribbelgefühle in Unterarmen und Unterschenkeln hatte und Füßen. Aber ich bin am Anfang nie davon ausgegangen, dass es vielleicht was Schlimmes sein könnte. Beim ersten Schub war es eigentlich am heftigsten. Ich hatte Motorikschwäche, ich konnte keinen Joghurt öffnen, ich konnte meine Tür nicht mit dem Schlüssel öffnen. Ich brauchte für alles Hilfe. Ich konnte irgendwann nicht sprechen, sondern nur noch sabbern oder so nuscheln. Ich habe sehr oft Müdigkeitsanfälle gehabt, war zeitweise depressiv. Ab und zu habe ich einfach 1 oder 2 Tage durchgeschlafen. Irgendwann habe ich meine gesamte rechte Körperhälfte nicht mehr spüren können. Mit dem linken Auge habe ich fast nichts mehr gesehen. Irgendwann habe ich meine Mutter nur in Silhouette erkannt. Und das war für mich so ein Zeichen, hey, das hat nichts mehr mit einer Grippe zu tun. Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, wir warten jetzt nicht mehr, wir machen jetzt einen Termin für dieselbe Woche noch beim Hausarzt aus. Dieser meinte, das sieht gerade gar nicht gut aus und hat mich dann direkt zu einer Neurologin überwiesen. Diese meinte dann auch, irgendwas in deinem Körper stimmt nicht. Hat mich dann zu einem Krankenhaus überwiesen, worauf ich dann für 5 Tage lang im Krankenhaus lag. Und dann haben sie eben erst erkannt, okay, die hat Entzündungen in den Nervenbahnen, heißt im Gehirn und im Rückenmark. Und dann kam sie raus und dann sagt sie zu mir, Mama, ich habe MS. Und das war so für mich wie ein Schlag ins Herz. In dem Moment, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich mich so leer gefühlt. Der gesamte Raum war einfach nur leer. Es war nur noch ich und diese Aussage, dass ich diese Diagnose hätte und eine totale Leere. Das war's. Bei der ersten Neurologin habe ich wirklich nur Worst Case gehört. Das bedeutet, dass ich wahrscheinlich keine Kinder haben darf, dass ich irgendwann so die Motorik verliere, dass ich im Rollstuhl sitze, dass ich wahrscheinlich viel früher sterben werde als alle anderen. Und sowas zu hören, das gibt einem im ersten Moment eigentlich das Gefühl, ja, wofür lebe ich jetzt eigentlich noch? Und auf einmal zu hören, als junge Frau, die darauf hofft, in 10 Jahren mal eine eigene Familie mit 2 süßen Kinderchen zu haben, so zu hören, du wirst wahrscheinlich keine Kinder haben dürfen, war schon ein Faustschlag ins Gesicht. Für noch mehr Lebensgeschichten abonniere den Kanal. Meine Nummer 1 Support System in dieser Zeit war meine Mutter. Unabhängig, ob es um die Kunst geht, um meine Gesundheit, um mein Arbeitsleben, immer ist sie da. Aber in der Zeit habe ich auch diese Nähe noch mehr gebraucht, als wir die sowieso schon haben. Ich habe ihr natürlich geholfen, dass sie nicht in ein Loch fällt, sondern dass sie trotzdem damit gut umgeht, dass sie ihr Leben nicht aufgibt, sondern weiterlebt wie bisher. Egal was passiert, man muss immer nach vorne schauen. Wenn du auch Multiple Sklerose bekommst, würde ich dir eigentlich nur raten, deine eigene Willenskraft zu stärken. Anfangen, dich mehr zu lieben und positiv zum Leben zu stehen. Glaub mir, das wird dich so stärken. Es verlief weniger schlimm als gedacht oder wie bei anderen. Ich kann eigentlich immer noch alles machen, was ich will. Also ich kann arbeiten gehen, ich kann meine Freunde treffen, ich kann ausgehen, ich kann immer noch Sport treiben. Zum Glück hat meine zweite Neurologin, bei der ich jetzt mich immer noch behandeln lasse,
mir etwas Hoffnung gegeben. Ich bewundere Ann Zumayer, dass sie lebensfroh ist und sie schaut im Leben immer nach vorne. Sie gibt nicht auf. Natürlich habe ich mein Leben ein bisschen umgestellt, vor allem was Ernährung angeht. Natürlich esse ich immer noch Süßigkeiten oder gehe mal Pizza essen. Aber versuche mich ausgewogener zu ernähren. Ich versuche mein Leben so zu designen, dass ich am Ende der Woche oder am Ende des Monats sagen kann, ich habe mich glücklich gefühlt. Ich verarbeite sehr gerne meine Gefühle und meine Gedanken in Kunst, sei es in Tanz oder in Poesie. Ich habe sehr viel Poesie geschrieben in der Zeit. Das hat mir sehr gut getan, einfach das rauszulassen, was ich fühle, was ich denke. Der Tanz hat mir ziemlich viel geholfen, mit der Diagnose umzugehen. Wenn es darum ging, einfach mich selbst positiv aufzubauen und mit der Krankheit besser umzugehen. Dieser Tanzstil nennt sich Waacking. Waacking ist eine Tanzrichtung, da geht es vor allen Dingen darum, sich selbst zu zeigen und sich selbst zu lieben, sich selbst zu feiern. Und was für mich persönlich sehr wichtig ist, Frau sein. Tanzworkshops für Jugendliche habe ich eigentlich schon lange vor der Diagnose gegeben. Und ich versuche den jungen Mädels zu vermitteln, dass Selbstliebe der Schlüssel ist, um glücklich zu sein, in meinen Augen. Natürlich habe ich die Angst, wegen der Krankheit irgendwann nicht mehr tanzen zu können. Aber ich versuche einfach, die Momente zu genießen, die ich lebe, als auf das negative Mögliche zu schauen. Was meine Zukunft mit der Diagnose angeht, hoffe ich tatsächlich aufs Beste. Ich habe schon mit MS-PatientInnen geredet, die erzählt haben, dass sie 15, 16 Jahre keinen Schub mehr hatten. Natürlich gibt es einem dann selbst auch Hoffnung, dass man, wenn man wirklich auch gesund lebt, das Leben vielleicht genauso locker weitergeht wie bei anderen. Meine beruflichen Ziele sind vor allen Dingen Sozialpädagogik oder soziale Arbeit zu studieren. Gleichzeitig würde ich aber immer noch gerne mit meiner Kunst nebenberuflich weiterhin arbeiten können, also sei es als Tänzerin oder als Poetin. Ich wünsche mir von der Gesellschaft mehr Offenheit, mehr Verständnis und mehr Wille, sich aufzuklären. Oft habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass die Menschen nicht genug wissen, was diese Krankheit ist, dass die auch nicht so wirklich interessiert. Wenn sich das ändern würde, das wäre super. Ich bin dankbar für die Menschen, die mich lieben und die ich lieben darf. Ich bin dankbar, dass ich trotz der Krankheit mein Leben eigentlich fast genauso ausleben kann wie ein gesunder Mensch. Die Welt kann von mir eigentlich lernen, positiv zu bleiben und sich selbst zu lieben.